In der Ausstellung Der Schlüssel zum Leben zeigen wir 500 Jahre mechanische Figurenautomaten. Wir zeigen die Geschichte des Staunens über den technischen Fortschritt. Und zwar den technischen Fortschritt in einer ganz bestimmten Weise, nämlich in der Nachahmung des Lebens. Ganz am Anfang haben die Menschen nur in ganz kleinem Kreise um den Fürsten herum, der natürlich ein Privileg darauf hatte, in der Kunstkammer über Automaten gebrütet, philosophiert, sich angeschaut, was sie können. Die nächste Stufe sind dann Tischautomaten, wo eine ganze Tischgesellschaft sich verwundert hat, dass plötzlich ein Krebs angefangen hat zu laufen. Und dann kommt als nächste Stufe die großen Androiden, also Menschen, die schreiben konnten, Klavier spielen konnten oder Ähnliches. Künstliche Menschen wohlgemerkt. Und im 19. Jahrhundert sind die Automaten dann auf den Jahrmärkten und in den Gasthaus-Ballsälen angekommen. Und da gibt es eben diese Form des Theatrum Mundi. Das ist eine große Bühne mit viel Kulissen und einer Grundmechanik von 3, 4, 5 Laufleisten, auf denen man dann verschiedene Figuren aufsetzen konnte, die miteinander interagiert haben. Und auf diese Weise hat man vor allem so eine Art Wochenschau betrieben. Man hat also aus der Welt erzählt. Ja, wir haben hier diesen Schlüssel, mit dem die Besucherinnen und Besucher durch die Ausstellung gehen. Und das ist eigentlich etwas gewesen, was zu der Geschichte des mechanischen Automaten dazugehört. Und gleichzeitig bezieht sich auch auf unser gesamtes Jahresthema, das Leben wieder aufziehen, in Gang setzen nach der langen Zeit der Unterbrechung durch die Pandemie. Ein wichtiger Aspekt bei dieser Ausstellung ist, was eigentlich sichtbar ist und was unsichtbar ist. Also vieles ereignet sich ja im Inneren, im Bauch der Objekte und ist gar nicht dazu gedacht, dass das Geheimnis offenbar wird und dem menschlichen Auge sichtbar. Wir haben in der Ausstellungsarchitektur zwischen 2 Ebenen unterschieden. Das eine ist, dass wir einen Präsentationsrahmen liefern, der auch historisch so vorgesehen ist. Wir haben mechanisches Theater und Theatrum Mundi in einer Platzsituation, wo man es in Bewegung sieht. Wir haben die Automaten der Dresdner Kunstkammer. Wir haben die Musikautomaten hier, die wir quasi in einem Backstage-Bereich zeigen. Und es ist wie eine Schausammlung angeordnet. Das heißt, wir haben hier reale Situationen und wir haben Sammelleidenschaft, die zusammenkommen. In Bezug auf die heutige Zeit nehmen wir zum Beispiel jüngste Forschungen. Es gibt Verbindungen bis in die jüngsten Fragen von künstlicher Intelligenz, von der Frage, wie man auch den menschlichen Körper weiterentwickeln kann und natürlich auch weiter optimieren kann. Die Funktionen haben sich geändert, das, was man darstellen wollte, hat sich geändert. Aber es ist einfach herrlich zu sehen, wie Zahnräder ineinander greifen und was sie anrichten.